Planst du gerade ein Auto anzuschaffen und bist dir unsicher, ob du dieses Auto privat oder unternehmerisch für deine Selbstständigkeit kaufen solltest, dann bekommst du in diesem Video ein paar Hinweise. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du gerade im Prozess des Autokaufs bist, dann stehst du mit Sicherheit irgendwann vor der Frage, ob du dir das Auto entweder privat anschaffst oder fürs Betriebsvermögen. Beide Entscheidungen haben steuerliche Konsequenzen und haben verschiedene Anforderungen an deine Buchhaltung. Was das genau ist, damit du weißt, worauf du dich einlässt, wenn du dich für etwas entscheidest, schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Wie du dein Auto gewichtest, also ob du es als ins Betriebsvermögen nimmst oder ins Privatvermögen, darfst du dir nicht vollkommen frei auswählen. Deine Möglichkeiten, die du hast, richten sich immer danach, wie groß dein privater Nutzungsanteil ist. Du musst im allerersten Schritt erstmal ausrechnen, wie groß die private Nutzung von deinem Auto eigentlich ist. Das machst du in Form und mit einem Fahrtenbuch. Das heißt, du musst für einen repräsentativen Zeitraum ein Fahrtenbuch führen und dokumentieren, wie viele betriebliche Fahrten und wie viele private Fahrten du hast. Wie so ein Fahrtenbuch aussehen sollte, habe ich dir hier oben einmal verlinkt in einem anderen Video. Das wird hier nämlich den Rahmen sprengen. Aber beispielsweise führst du für 3 Monate lang ein Fahrtenbuch. Wichtig ist da, du hast ja die rein betrieblichen Fahrten, beispielsweise zu einem Kunden, das sind ganz klar betriebliche Fahrten. Die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, wenn du nicht zu Hause arbeitest, sind auch betriebliche Fahrten. Oder dann hast du private Fahrten, Familienbesuche, Wocheneinkäufe und so weiter. Und wenn du das dokumentiert hast für 3 Monate, dann hast du einen gewissen Prozentsatz. Dann kannst du den Prozentsatz der privaten Fahrten ausrechnen und hast dann natürlich auch den Prozentsatz der betrieblichen Fahrten. Und dann hast du basierend auf diesen Prozentsätzen folgende Möglichkeiten. Es gibt im Wesentlichen 3 Szenarien, die da eintreten können. Erstes Szenario ist, du hast mehr als 50% betriebliche Fahrten. Bei über 50% betrieblichen Fahrten hast du gar kein Wahlrecht. Da ist dein Auto notwendiges Betriebsvermögen. Das Auto muss auf jeden Fall im Betriebsvermögen aufgenommen werden. Zweites Szenario ist, die betriebliche Nutzung liegt zwischen 10 und 50%. Da hast du ein Wahlrecht. Da kannst du tatsächlich dich dafür entscheiden, das Auto ins Firmenvermögen aufzunehmen. Das ist dann quasi gewillkürtes Betriebsvermögen. Oder du sagst, nee, ich habe das lieber im Privatvermögen und ordnest das Auto dem Privatvermögen zu. Wenn du unter 10% betriebliche Nutzung hast, das heißt wirklich fast ausschließlich private Nutzung hast bei dem Auto, dann hast du auch keine Wahl mehr, dann musst du das Auto nämlich ins Privatvermögen aufnehmen. Je nachdem, ob du das Auto dem Betriebsvermögen oder dem Privatvermögen zugeordnet hast, ergeben sich unterschiedliche Anforderungen zur Dokumentation. Denn steuerliche Auswirkungen hat beides und ja, je nachdem, wofür du dich entscheidest, musst du unterschiedlich dokumentieren. Wenn du das Auto dem Betriebsvermögen zugeordnet hast, hast du 2 Möglichkeiten, wie du die Nutzung steuerlich erfassen kannst. Die erste Möglichkeit ist die 1%-Methode. Die zweite Möglichkeit ist das Fahrtenbuch. Diese beiden Themen sind in sich schon relativ umfangreich und komplex und deswegen habe ich dazu auch separate Videos aufgenommen. Die findest du einmal hier oben links verlinkt. Wenn du dich dazu entschieden hast, das Auto dem Privatvermögen zuzuordnen, dann hast du auch 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist relativ einfach. Und zwar musst du dann einfach nur jede betriebliche Fahrt, die du machst, dokumentieren und du kannst 30 Cent pro gefahrenen Kilometer als Betriebsausgabenpauschale absetzen. Wichtig hier, seit dem Jahr 2021 gilt ab dem 21. Kilometer die Pauschale von 35 Cent. Wenn du jetzt eine betriebliche Fahrt machst von 100 Kilometern beispielsweise, dann hast du für die ersten 20 Kilometer eine Kilometerpauschale von 30 Cent pro Kilometer. Und für die restlichen Kilometer, also für 80 Kilometer, eine Pauschale von 35 Cent pro Kilometer. Du kannst aber auch, wenn du das Auto dem Privatvermögen zugeordnet hast, trotzdem die tatsächlichen Kosten ansetzen. Das heißt, du musst dich nicht zufrieden geben mit den Pauschalen. Dafür solltest du idealerweise ein Fahrtenbuch führen, in dem du dokumentierst, wie viel betrieblich du mit dem Auto fährst und wie hoch der private und betriebliche Nutzungsanteil ist. Beispielsweise 20% betriebliche Fahrten. Außerdem musst du alle Unterlagen sammeln über Ausgaben. Deine Tankquittungen, deine Anschaffungskosten für die Abschreibung, Reparaturen, Versicherungen, Steuern, alles, was im Zusammenhang mit deinem Auto anfällt, solltest du sammeln. Und dann hast du eine gesamte Kostenposition und kannst, wenn du zum Beispiel davon ausgehst, 20% war betrieblich, kannst du 20% von diesen Kosten in deiner Buchhaltung als Betriebsausgabe absetzen. Abschließend möchte ich noch mal auf ein paar Punkte eingehen, bei denen ich in der Praxis merke, dass es da häufig Verwirrung gibt, wo wir auch relativ viele Rückfragen von Kunden bekommen. Der erste Punkt sind die Anschaffungskosten. Wenn du das Auto als Betriebsvermögen anschaffst, dann musst du es auch ins Anlagevermögen aufnehmen. Das heißt, das muss auch in der Anlage EUR und AV-EUR aufgenommen werden und muss dann abgeschrieben werden. Du hast aber auch den Vorsteuerabzug, zumindest wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist. Wenn du dich dafür entscheidest, das Auto privat zu kaufen, hast du das natürlich nicht. Zweiter Punkt sind die
ganzen laufenden Kosten. Wenn du dich dafür entscheidest, das Auto dem Betriebsvermögen zuzuordnen, dann müssen alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Auto stehen, über das Firmenkonto laufen. Wenn du dich dafür entscheidest, das Auto dem Privatvermögen zuzuordnen, dann musst du alle diese Kosten privat tragen. Das Schlechteste, was du machen kannst, ist mal privat, mal betrieblich einzukaufen und das hin und her zu wechseln. Warum? Weil du bei einigen Methoden, vor allen Dingen der Fahrtenbuchmethode, brauchst du einen Gesamtbetrag der ganzen Ausgaben und es sorgt nur für Chaos, wenn du mehrere Konten nutzt. Das heißt, wenn du Konteskunde beispielsweise bist und dich dafür entscheidest, den Firmenwagen ins Betriebsvermögen aufzunehmen, bitte bezahle alles vom Konteskonto. Wenn du kein Konteskunde bist, dann bezahl wenigstens alles vom Geschäftskonto. Der dritte Punkt ist der Verkauf des Autos. Und auch da schauen wir uns erstmal an, was passiert eigentlich, wenn du das als Firmenwagen gekauft hast. Dann ist der Verkauf des Autos natürlich auch eine unternehmerische Transaktion. Und dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder verkaufst du das Auto für mehr als den Restbuchwert. Restbuchwert ist immer die Anschaffung minus der ganzen Abschreibung. Wenn du ein Auto für 60.000 gekauft hast, 30.000 davon abgeschrieben hast, dann ist es jetzt noch 30.000 wert. Wenn du es für mehr als 30.000 verkaufst, dann hast du einen Gewinn gemacht. Und dieser Gewinn ist Gewinn, der im Rahmen deiner selbstständigen Tätigkeit quasi erzielt wurde und der muss auch dementsprechend versteuert werden. Wenn du das Auto für weniger verkaufst, beispielsweise 25.000 Euro, dann hast du da einen Verlust gemacht. Der gehört quasi in deine Buchhaltung für deine Selbstständigkeit. Wenn du das Auto als Privat-Kfz angeschafft hast, dann ist der Verkauf quasi ein privates Veräußerungsgeschäft und ist grundsätzlich steuerfrei. Voraussetzung ist hier aber, dass die einjährige Spekulationsfrist abgelaufen ist. Ich hoffe, dieses Video konnte dir ein bisschen Licht in das ganze Kfz-Chaos bringen und dir deine Frage zu deinem Auto beantworten. Wenn noch offene Fragen da sind, dann schreib doch einen Kommentar unter diesem Video und ich helfe dir gerne weiter. Oder schau dir auch gerne in der Videobeschreibung mal an, was wir eigentlich so machen. Wir, die Kontist Steuerberatung, sind ein digitaler Steuerberater speziell für Freiberufler und Selbstständige. Wir veröffentlichen auf diesem Kanal aber auch regelmäßig spannende Videos und deswegen solltest du diesen Kanal unbedingt abonnieren. Das kannst du zum Beispiel hier machen. Oder du denkst dir jetzt, ach Mensch, die 1%-Regelung, darüber würde ich gerne noch mehr erfahren. Das Video kannst du hier anschauen. Oder du denkst dir, ah nee, die Fahrtenbuchmethode ist vielleicht spannender, dann erfährst du hier mehr darüber. Das habe ich jetzt zweimal das Gleiche gesagt. Aber hast du es jetzt auch verstanden?